Alles klar. Als nächstes wollen wir uns den Wurm hier einmal anschauen und ihn animieren. Das heißt, werden wir den Wurmgegner als ersten Gegner hier in diesem Kurs einmal betrachten. Also wir haben hier so ein Enemy Worm Easy und uns dort den Enemy Worm Easy mal aufmachen. Open Full Blueprint Editor. Dann ist er einfach nur am Rot sitzen und noch nicht animiert an der Stelle. Das wollen wir an der Stelle mal ändern. Hierzu gehen wir in den Content Browser, dort IINPC, holen uns dann den Wurm, und hier bei dem Enemy Worm Easy daneben mit Rechtsklick, dann Animation. Da wollen wir so ein Animation Blueprint erstellen. Hier beim Create Animation Blueprint geben wir dann Wurm ein, also Worm. Das ist dann das Skeleton zu diesem Enemy Worm, den wir haben. Create. Anim BB Worm. Dann brauchen wir genauso ein Blend Space, Rechtsklick, Animation, Blend Space 1D, Wurm oder Worm. Dann haben wir hier auch das Skeleton, das wir auswählen. BS-Worm. Kann man mit dem Blend Space erstmal beginnen. Ich öffne den hierfür. Bei der Horizontal Axis, da brauchen wir einen Namen. Den Namen nennen wir Speed. Da brauchen wir wieder die Geschwindigkeit. Dann haben wir noch so eine Maximum-Geschwindigkeit anhand der Axis. Da können wir sowas wie 150 nehmen. Der ist ja relativ. Heißt bei Maximum Axis, da habe ich 150, damit der halt an der Axis Value gemessen halt relativ langsam unterwegs ist beim Maximum. Dann können wir bei Sample Smoothing die Interpolation auswählen. Da können wir hier 5 auswählen. Wenn man hier drüber geht, kann man noch einmal lesen, was das genau macht. Damit kann man die Gewichtung, mit der interpoliert wird, also Speed pro Sekunde, machen. 1 heißt hier einmal die Sekunde, 2 heißt jede halbe Sekunde und 5 ist etwas anders interpoliert, etwas mehr. Dann haben wir hier unten diese Speed-Axis und mit Steuerung gedrückt halten kann man das hier einfach hin und her schieben. Das heißt bei 0. Da wollen wir Idle haben. Also wir suchen hier Worm Idle. Diesen Worm Idle Exogame Cloud Worm Idle, den nutze ich dann dafür und schiebe den einfach rüber. Der soll bei mir halt an der Stelle 0 passieren. Und am Ende angelangt, wenn er hier bei 150 ist, da soll er sich nach vorne bewegen, also nach vorne kriechen. Das ist dann sowas Exogame Cloud Worm Slither Forward. Den ziehe ich dann an die Stelle. Der bewegt sich einfach so nach vorne dann. Hier muss man halt darauf achten, dass man nicht das Baby wählt, sondern, also nicht Baby Cloud, sondern den ausgewachsenen Wurm. Und so bewegt er sich dann, wenn er entsprechend schnell unterwegs ist. Und wenn er im Idle ist, dann ist er einfach nur am Rumgucken. Das sieht soweit gut aus. Dann speichere ich das Ganze und schließe. Danach können wir uns den Animation Blueprint holen und da weitermachen. Können wir dann in den Event Graph gehen und mit Rechtsklick Add Event, Event Blueprint initialisiere Animation und diesen Palm Owner von hier unten einfach hochziehen. Das Ganze können wir dann hier einmal checken. Ist valid, das Ganze valide ist. Dann darf das Ganze auch zu einer Variable gehen. Promote to Variable. Wenn es nicht valide ist, kann man mit so einem kleinen Delay arbeiten, dass er das nochmal probieren kann. Mit einem kleinen Delay von 0,6 und darf es nochmal probieren. Wenn es aber valide ist, dann wird er die Variable hier setzen. Variable ist dann der Enemy. Das ist dann der Enemy Pawn, der hier gespeichert wird als Variable. Kann ich an der Stelle noch umbenennen. Das Ganze wird unseren Enemy Pawn dann setzen. Und wir können dann nach unten gehen und hier unten dann Event Blueprint Update Animation dann ausführen, wenn der Enemy Pawn gesetzt wurde. Das heißt, wir holen uns den Enemy Pawn, Get Enemy Pawn,
Rechtsklick, Convert to Validated Get, verbinden das Ganze und machen dann hier weiter, wenn das valide ist. Können wir halt so ein paar Abfragen machen, danach eine weitere Variable hier hinzufügen. isDead als Boolean, kompilieren und speichern. Hier bei diesen Animations, das ist ja eine Tick-Funktion, DeltaTimeX, der arbeitet ja mit per Tick und animiert diesen Gegner halt. Und wir wollen hier nur weitermachen, wenn er valide ist, als Enemy Pawn und nicht tot ist. Das heißt hier get isDead. Dann holen wir uns ein Not Bool, Not Boolean, als wenn er nicht tot ist, mit B ein Branch holen, das B gedrückt halten und klicken. Wenn der halt valide ist und nicht tot ist, dann machen wir weiter. Dann darf er sich auch animieren. Verbinde ich hier noch. Das ist halt so ein Check vorab, wo man irgendeine Animation macht. Der darf sich ja nur animieren, wenn er tot ist in der Richtung. An der Stelle können wir auch das gleiche beim Paladin noch nachpflegen. Das heißt, wir gehen in so einen Content Browser, holen uns den Paladin. Dort haben wir unser Animation Blueprint. Und dort im Event Graph, da war ja auch diesen Delta Time Tick und hier ist das nicht abgefragt. Also ob es valide ist, haben wir abgefragt. isDead, wenn wir noch nachpflegen. Hier auch eine neue Variable hinzufügen. isDead. Holen die genauso hervor. Get isDead. Not Boolean. Mit B gedrückt halten Branch. Der darf hier auch nur weitermachen, wenn der Paladin not dead ist. Das heißt, er ist nicht tot. Wenn das true ist, dann darf er hier weitermachen. Kompilieren und speichern. Das ist halt einfach nur ein Check. Wir wollen halt nicht irgendwelche Animationen hier an der Stelle laufen lassen. Danach, wenn der Spieler tot ist, und genauso beim Wurm. Der darf sich halt nicht anders animieren oder irgendwelche Funktionen ausführen, die animationsbedingt sind, wenn er sich ja im Zustand tot gar nicht bewegen darf. Hier an der Stelle halt sowas ähnliches, wie wir bei Paladin schon hatten. Wollen uns danach den Enemy Pawn holen. Get Enemy Pawn. Dann die Velocity. Get Velocity. Danach wollen wir bei der Velocity uns die Vektorlänge holen. Vector Length. Und die wollen wir dann zu einer Variable, Promote to Variable, machen. Und nennen die dann einfach Speed. Das ist dann seine Geschwindigkeit. Der Vektor an der Stelle wird einfach in so eine Float-Variable gepackt. Und das nutzt dann der Blend Space. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir zum Animationsgraph hier gehen und uns eine neue Lokomotive bauen, Locomotion, so eine State Machine. Add New State Machine. Locomotion. Die wird dann halt die verschiedenen Zustände dann behandeln, wie Idle, Walking oder Sprinten, je nachdem wie schnell der Gegner dann unterwegs ist. Locomotion vom Wort Fortbewegung, Fortbewegungsmaschine. Danach, wenn das ausgeführt wird, brauchen wir noch einen Slot. Slot Default Slot. Den verbinden wir. Diese Slots sind halt dafür da, wenn wir dann Animationsmontage nutzen, falls wir die nutzen wollen, um bestimmte Slots dann auch zu nutzen. Aktuell nutzen wir die hier noch nicht bei dem Gegner. Kann auch sein, dass wir die auch nicht nutzen. Zumindest haben wir hier schon mal die Slot-Funktionalität als solche. Danach können wir in die Locomotion gehen und uns dort die States beim Eingang definieren. Der erste State hier mit Add State. Können wir erstmal so definieren, Idle, Walk, Run. Den öffnen wir dann. Hier können wir jetzt den Blend Space verbinden. Das heißt, wir gehen in den Asset Browser an der Stelle und haben unseren BS Worm. Den können wir hier reinziehen und verbinden. Das ist der Blend Space 1D, den wir erstellt haben. Der braucht an der Stelle noch eine Geschwindigkeit. Und Speed haben wir hier. Den verbinde ich hier. Kompilieren und speichern. Jetzt ist er halt im Idle-Modus am Idle machen. Wenn wir dann hingehen und spielen. Hier brauche ich noch das Animationsblueprint, das wir erstellt haben. Jetzt müssen wir noch einstöpseln. AI NPC Worm. Den Wurm werde ich mal öffnen. Die Blueprint Class Enemy Worm Easy. Dort dann auf die Mesh. Und der hat ja dort noch keine
Animationsklasse, Animation, Animem-Class ist None. Da holen wir unser Animationsblueprint. Worm, AnimBP Worm, Compile and Save. Jetzt müsste er sich auch bewegen an der Stelle. Oder zumindest im Idle sein. Und ja, animiert sich da an der Stelle. Das war's auch für dieses Video. Der Wurm hat jetzt ein Idle State, also der bewegt sich in Abhängigkeit zu seinem Speed. Und im nächsten Video werden wir weitermachen. Da werden wir uns die Enemy Base nochmal zur Rate ziehen, um dort halt basierend auf dem Target noch eine Aktion machen zu können. Damit möchte ich mich verabschieden und ich sehe euch einfach im nächsten Video. Bis bald!